Lisa, it's a pleasure having you here at the warm-up and at the festival, of course, that we come. And I hand it over to you. We're looking forward to spending time with you together. Thank you so much, Andreas and Hubert. It's so good Danke, to be Andreas here. und Hubert. Es ist eine solche Ehre für mich, hier zu sein. So I'm going to be talking about healing during the festival. So, ich möchte über Heilung sprechen während des Festivals. And the topic of the whole festival is Celebrate Love Now. Und das Thema des ganzen Festivals wird sein, die Liebe jetzt zu zelebrieren, zu feiern. So I'm somebody who's been on a spiritual path since 1992 with the Course in Miracles. So, ich war auf einem spirituellen Pfad mit dem Kurs in Wundern seit 1992 I was living in New York City in New York City. and was working in publishing. It was fairly successful. Und ich habe also in einem Verlag gearbeitet und ich war ziemlich erfolgreich. And I just knew there was something else. Und ich wusste nur einfach, dass es was anderes gibt. And I ended up going to Endeavor Academy, so I know many of you who were there with me. Und dann bin ich einfach zu Endeavor Academy gekommen. And I gave away everything I owned. Und ich habe alles weggegeben, was ich There besessen was habe. something deep in me that just said, I just want to know the self. Da war irgendwas in mir, das einfach gesagt hat, ich möchte mein Selbst erkennen. And I dedicated myself 100% to the teachings of A Course in Miracles. Und ich habe mich vollkommen den Lehren des Kurses hingegeben. 100%. And I would have moments of clarity, but then I would lose it and I would be back to fear, doubt, worry. Und ich hatte Momente von Klarheit und dann bin ich wieder zurückgekommen zu Momenten von Angst, Zweifel. So I kept thinking, what am I doing wrong? Und dann begann ich zu denken, was mache ich eigentlich falsch? Why can't I reach constant happiness? Warum kann ich nicht eine vollkommene oder konstante Glückseligkeit erreichen? Who can relate to this? Wer kann sich dahin beziehen und kann es verstehen? Ja? So in 2012, I got sick. So in 2012, ich wurde sehr krank. And it started off as a flu. Und es begann mit einer Grippe. And it wouldn't go away. Und es ist nicht weggegangen. And I tried everything to heal the body. Und ich habe alles versucht, um den Körper zu heilen. I spent thousands of dollars. Ich habe Tausende von Dollar ausgegeben dafür. Nothing worked. Und nichts hat wirklich funktioniert. And then it was diagnosed as an incurable autoimmune disease. Und dann wurde ich diagnostiziert im Krankenhaus als eine unheilbare Autoimmunerkrankung. And then I tried to heal the mind, to heal the body. Und dann habe ich versucht, den Geist zu heilen, um den Körper zu heilen. And that didn't work. Und das hat auch nicht funktioniert. And finally, in October 2018, my husband Bill asked me a question. Und dann 2018, mein Mann Bill hat mir eine Frage gestellt. At the height of the worst physical symptoms, Im Zustand der höchsten physischen Symptome, terrible pain, unglaublichen Schmerz. I couldn't open my eyes. Ich konnte meine Augen nicht mehr aufmachen. I was going blind. Ich bin fast blind geworden. Bill said to me, Bill, can you welcome it? Bill, mein Mann hat gesagt, kannst du sie willkommen heißen, die Krankheit? And I consider that moment to be my spiritual awakening. Und ich nehme diesen Moment als mein Erwachen, spirituelles Erwachen wahr. Because that's the one thing I had never done in all those years, is to welcome everything exactly as it is. Weil das ist etwas, was ich in all den Jahren meines spirituellen Erwachens nie gemacht habe, alles wirklich willkommen zu heißen. So for 6 years, I kept thinking this shouldn't be happening. So für 6 Jahre habe ich geglaubt, dass dies nicht so geschehen sollte. I would think, why is this happening? Und ich habe nachgedacht, warum passiert das überhaupt?
And then because I was on a spiritual path, I would then ask, how did I cause this? Und dann, weil ich mich auf einem spirituellen Pfad befunden habe, habe ich mich gefragt, warum habe ich das verursacht? Right? We often do that. We think I caused my own sickness. So, wir fragen uns sehr oft, warum ich verursache meine eigene Krankheit. So I was completely fighting everything that is. So, ich habe gegen alles gekämpft, was da war. And the question from my husband Bill came from a non-dual teacher called Rupert Spira. Und die Frage meines Mannes Bill kam von einem non-dualen Lehrer mit dem Namen Robert Spira. And after that, I just decided I'm going to welcome everything exactly as it is. Nach dieser Frage habe ich einfach angefangen, alles so zu akzeptieren und alles so anzunehmen, wie es jetzt gerade ist. No more trying to heal the body. Ich habe nicht mehr versucht, den Körper zu heilen. No more trying to heal the mind to heal the body. Ich habe nicht mehr versucht, den Geist zu heilen, um den Körper zu heilen. Complete welcoming. Ich habe es vollkommen willkommen geheißen. Welcome the pain. Den Schmerz willkommen zu heißen. Welcome blindness. Ich habe die Blindheit willkommen geheißen. Welcome physical symptoms. Ich habe die physischen Symptome willkommen geheißen. And that's when I realized the self. Und das ist, wann ich mein eigenes Selbst, in dem Moment habe ich mein eigenes Selbst erkannt. Because see, while we're trying to focus on the body, we can't know the self. Während wir uns auf den Körper, solange wir uns auf den Körper fokussieren, können wir nicht unser wahres Selbst erkennen. The self is always here. Das Selbst, das wahre Selbst ist immer bereits geheilt. It's our eternal, changeless nature. Das ist unsere ewige, unveränderbare Wirklichkeit. And the self is not in us. Und das Selbst ist nicht in uns. The self encompasses us. Das Selbst umschließt uns. So the self is not a body. Das Selbst ist kein Körper. It's ageless. Es hat kein Alter. Es ist timeless. Es kennt keine Zeit. Genderless. Es hat kein Geschlecht. And it's called by many different names. Und es ist bei vielen verschiedenen Namen, wird bei vielen verschiedenen Namen genannt. So it's called God. So, wir können es Gott nennen. Life. Wir können es Leben nennen. Intelligence. Wir können es Intelligenz nennen. Awareness. Wir können es Bewusstsein nennen. Consciousness. Wir können es Bewusstsein nennen. True being. Unser wahres Selbst, unser wahres Sein nennen. Spirit. Wir können es Geist nennen, Spirit nennen. All these different names to describe what we are. Das sind alles verschiedene Namen, um das zu beschreiben, was wir sind. And what I came to know is that awareness is what God is. Und als ich erkannt habe, dass dieses Bewusstsein das ist, was Gott ist. So I'm just going to read this one line from A Course in Miracles. It's from the introduction. Ich möchte nur diese eine Stelle vom Kurs lesen. Es kommt aus der Einleitung des Kurses. It says, "This course does not aim at teaching the meaning of love, for that is beyond what can be taught." Dieser Kurs zielt nicht darauf ab, die Bedeutung der Liebe zu lehren, weil das ist jenseits dessen, was gelehrt werden kann. It does aim, however, at removing the blocks to the awareness of love's presence. Zielt darauf an, die Blockaden zu entfernen, die das Bewusstsein der Liebe, which is our natural was inheritance. sein natürliches Erbe ist. I never got that. Ich habe es niemals wirklich begriffen. So it says the awareness of love's presence is our natural inheritance. Das Gewahrsein der Liebe ist ein angestammtes Erbe. I always thought love's presence is our natural inheritance. Ich habe immer geglaubt, das Bewusstsein der Liebe ist ein angestammtes Erbe. But it's the awareness that is our natural Aber inheritance. es ist wichtig, es ist die Gegenwart der Liebe, die dein angestammtes Erbe ist.
The awareness of love's presence is our natural inheritance. Die Gegenwart der Liebe ist ein angestammtes Erbe. Does that make sense? Macht das Sinn für dich? So we could say the awareness of pain is my natural inheritance. Du könntest sagen, das Gewahrsein der Liebe oder die Gegenwart des Schmerzes, besser gesagt, ist ein angestammtes Erbe. The awareness of physical symptoms is my natural inheritance. Ich könnte sagen, dass die Gegenwart von physischen Symptomen ist mein angestammtes Erbe. Awareness is never sick. Awareness ist, die Gegenwart ist niemals, what did you say at last? Awareness has no problems. Also die Gegenwart hat keine Probleme. Awareness does not experience pain. Die Gegenwart erfährt keinen Schmerz. That's what we are. Das ist, was wir sind. And when I got that, it's been joy ever since. Und wenn wir das erhalten haben, dann wissen wir, dass das eine große Freude ist. So I'm still in the world, experiencing everything the world experiences. Ich bin immer noch hier in der Welt und erfahre alles, was man in der Welt erfährt. I'm aware that there was a mass shooting of elementary children 2 days ago. Ich bin mir bewusst, das war eine Massenschießerei in einer Schule. I'm aware there's a war in Ukraine and Russia that's changing a lot of things. Ich bin mir bewusst, dass es jetzt gerade in der Ukraine einen Krieg gibt zwischen der Ukraine und Russland. I have bills to pay. Ich bin mir bewusst, dass ich Rechnungen zu bezahlen habe. I have taxes that are unpaid from a year ago. I don't have the money to pay them. Ich bin mir bewusst, dass ich noch Steuern zahlen muss, die vor einem Jahr schon angefallen sind und die ich jetzt bezahlen sollte, aber ich derzeit nicht das Geld dazu habe, um sie zu bezahlen. So I'm still here. So bin ich immer noch hier. But nothing is a problem. Und nichts ist aber mehr ein Problem. And I know that the bill's going to get paid. Und ich weiß, dass die Rechnungen bezahlt werden. I know that if there's anything for me to do, I will be told what to do. Und ich weiß, wenn mir gesagt wird, dass irgendwas zu tun ist, dann wird es mir gesagt. And that's celebrate love now. Und das ist, was die Feier von Liebe jetzt ist. That's what this festival and this weekend is all about. Um das geht es in diesem Festival. Is that we begin to recognize our true nature, which is all-encompassing and has no opposite. Es geht darum, die wahre Natur unseres Selbst zu erkennen, das kein Gegenteil hat. So I'm just going to ask if anyone has a question on this. So, ich möchte nur mal fragen, hat jemand eine Frage dazu? Ja, somebody raised a hand. Rose. I see Rose. Hi, Yeah. Rose. Hi, Rose. What's up? Can you hear me? Mm-hmm. Yep. Kannst du mich hören? Good. Wonderful talk, Lisa. Danke für dein wunderbares Gespräch. Oder? And I wanted to ask when you said Ich möchte Then- fragen, wenn du gesagt hast, awareness of love's presence is our inheritance. die Gegenwart der Liebe ist unser natürliches Erbe. Wenn du das gesagt hast, möchte ich dich fragen. Can you also say, and then you went on to say, awareness of pain is our inheritance. Und dann bist du fortgefahren und hast gesagt, die Gegenwart von Schmerz ist nicht unser natürliches Erbe. So the question is it also equivalent to say awareness is love's presence? Awareness is pain? So, wenn du sagst, Or is there a difference? die Gegenwart von Liebe ist unser natürliches Erbe. Can you repeat, please? Can you speak a little louder, please? Yes. Thank you. If awareness is awareness of love's presence, can Wenn we du, say
awareness is love's presence. Wenn du sagst, die Gegenwart der Liebe oder die Gegenwart von Liebe. There is a difference. Es gibt einen Unterschied. So A Course in Miracles says there are two worlds, Der Kurs in Wundern sagt, es gibt zwei Welten. and these two worlds do not meet. Und diese zwei Welten können sich nicht treffen. Yet the one world is all-encompassing. Aber die eine Welt umschließt alles. So it says the opposite of love is fear, So, ich sage, das Gegenteil von Liebe ist Angst. but what is all-encompassing can have no opposite. Aber was allumfassend ist, kann kein Gegenteil haben. So awareness is not pain, So, die Gegenwart oder Bewusstsein, immer übersetzt wurde es mit Gegenwart da, ist nicht Schmerz. but awareness encompasses pain. Aber das Bewusstsein oder die Gegenwart der Liebe umschließt alles, umschließt den Schmerz. So that's when the religious traditions say God is. Nur wenn das ist, wenn wir meinen, wenn religiöse Traditionen einfach sagen, Gott ist. And God encompasses everything. Und dass Gott alles umschließt. There's no place where God is not. Es gibt keinen Platz, wo Gott nicht ist. So we can use the word awareness So können wir das Wort for the word God. das Wort Gegenwart oder Bewusstsein, ja, Gegenwart haben sie es übersetzt im Deutschen, für Gott verwenden. And I am that. Und ich bin das. And when I say I don't mean Lisa. Und wenn ich sage ich, dann meine ich nicht Lisa. I encompasses Lisa. Ich umschließe Lisa. I encompasses Lisa and Rose. Das Ich umschließt Lisa und Rose. I encompasses everybody. Dieses I, dieses Ich umschließt jeden. This I is the self. Dieses Ich ist das Selbst. So I is God. In this awareness is I. Awareness is God. So dieses Ich ist, was Gott ist. Is that correct? Ist das richtig? Yes. And we're not used to living this way. Und wir sind es nicht gewohnt, auf diese Art und Weise zu leben. We're not used to living as the eternal, changeless self. Und wir sind es nicht gewohnt, wie das ewige, unveränderbare Selbst zu leben. We're used to living as a body. Wir sind es gewohnt, als Körper zu leben. So Jesus in A Course in Miracles tells us this is a transformation. So Jesus in einem Kurs in Wundern erklärt uns, dass es sich hier um eine Transformation handelt. We're going from the belief, I am a body, Wir gehen vom Glaubenssatz oder vom Glauben, wir sind ein Körper, to the knowing, I am oneself. zum Wissen, dass wir nur ein Selbst sind. Thank you, Rose. Danke, Rose. Danke, Rose. Thank you. Everyone where you are, close your eyes. Schließ bitte deine Augen, wo du jetzt gerade bist. Bring your awareness within. Bring dein Gewahrsein nach innen. Be still. Sei still. Allow thoughts to arise. Erlaube es den Gedanken zu Be erscheinen. aware of any sensation in the body. Sei bewusst von jeder Gefühl in deinem Körper bewusst. Not trying to change anything. Versuch nicht irgendwas zu verändern. Staying as this awareness. Bleib in diesem Bewusstsein, in diesem Gewahrsein. Moving the awareness further away from the body. Und versuche dieses Bewusstsein von deinem Körper wegzubewegen. Aware that
this awareness encompasses the body. wo dieses Bewusstsein deinen Körper umschließt. This is the self. Das ist das Selbst. This is the presence of God. Das ist die Gegenwart Gottes. Opening your eyes, Mach deine Augen bitte wieder auf. wiggle your toes. Berühre deine Zehen. Are you aware Bist du of the toes moving? dir dessen bewusst, dass deine Zehen sich bewegen? And if you don't have toes, just Wenn move du the body. Solltest du keine Zehen haben, dann bewege deinen Körper. Are you aware of the body moving? Bist du der Körperbewegungen bewusst? That's you. Das ist, was du bist. It's this simple. Es ist ganz einfach. But it seems complex because we haven't lived this way. Aber es scheint sehr komplex zu sein, schwierig zu sein, weil wir nicht gewohnt sind, auf diese Art und Weise zu leben. But it's simply staying present as presence Aber es bleibt immer mit uns als das Gewahrsein, als die Gegenwart. and staying conscious as consciousness. Und bleibt in unserem Bewusstsein bewusst. Are there any questions? Gibt es noch andere Fragen? Andreas, do you want to say anything? Andreas, möchtest du was sagen? Yeah, there's a question in the chat from Rona. She's Okay. asking, where is the body in relation to the awareness? Da kommt eine Frage auf im Chat von Rona, die sagt, wo ist der Körper. Where is the body in relation to awareness? Wo ist der Körper in Bezug auf das Bewusstsein? Well, from the position where we believe we're a body, Also von der Position, wie wir in unseren Körper glauben. we can use the word in, Der Wort, but there's no, in truth, there's no such thing as in or out. also in Wahrheit gibt es kein so etwas wie innen und außen. But from where the question is being asked, we can say that awareness encompasses everything. Aber von dem Ort, von dem die Frage gestellt wurde, können wir einfach sagen, das Bewusstsein alles umschließt. And the body is in awareness. Und der Körper ist im Bewusstsein, ist im Gewahrsein. All bodies are in awareness. Alle Körper sind nur im Bewusstsein. There's only oneness. Es gibt nur Einssein. But in truth, there's no such thing as or in or out. Aber in Wahrheit gibt es nicht so ein Ding wie außen und innen. So the awareness encompasses the body completely. So das Bewusstsein, das Gewahrsein umschließt den Körper vollkommen. And again, there's no place where God is not. Und ich möchte es wiederholen, es gibt keinen Platz, wo Gott nicht ist. Do you want to say anything else, Rana? Roana, möchtest du noch was anderes uns mitteilen? Hello, everybody. Lisa, I'm excited to join you today. Hallo an alle. Lisa, ich bin sehr aufgeregt. Es macht mir viel Spaß, mich mit dir zu verbinden. And the reason that I asked that question Und der Grund, warum ich diese Frage gestellt habe, is because that has been a big awakening for me. weil das ein großer Punkt in meinem Erwachen war. The difference that Rana does not have awareness. Das Bewusstsein, dass Rona kein Gewahrsein hat. It's awareness has me. Dass das Gewahrsein mich umschließt oder mich hat. And I really appreciate all the beautiful smiles that I see as Lisa conveys this beautiful teaching. Und es gefällt mir, wie ich all dieses Lächeln auf euren sehe, in euren Gesichtern, in dem Moment, wie Lisa diese Botschaft mit uns teilt. Thank you, Rana.
Danke, Rona. And I want to say that this teaching is very practical. Und ich möchte nur eines sagen, dass diese Lehren von Jesus sehr praktisch sind. So it might seem as I speak that this seems very complex. Und es schaut aus, als wenn ich so spreche, dass es vielleicht schwierig ausschaut. But when you wake up to your true nature, Aber wenn du aufwachst zu deiner wahren Natur, you experience a joy and a peace that is beyond anything you've ever known. dann fühlst du eine Freude und einen Frieden, das weit jenseits dessen ist, was du jemals gekannt hast. And I'm, as a teacher, very big on integration and embodiment. Also ich bin als Lehrer, also für mich ist es wichtig als Lehrer, also die Integration und die Verkörperung. Like I'm very much in the body. Ich bin sehr im Körper. I'm not trying to escape the body anymore. Ich bin nicht hier, um den Körper zu entkommen. I have a business. Ich habe ein Geschäft. I have a marriage. Ich bin verheiratet. I have cats. Ich habe Katzen. I have, I have worldly things. Ich tue all diese weltlichen Dinge. But there's no attachment to them. Aber ich bin nicht eine Anhaftung an sie. And I know that this is what Jesus has been bringing us all to, the Great Awakening. Und ich bin mir bewusst, dass das ist, wo uns Jesus hingebracht hat in unserem großen Erwachen. Where we're embodying the truth. Wir bringen die Wahrheit hier in den Körper herein. Any other questions? Gibt es noch irgendwelche andere Fragen? Tamara. Hi, thank you for giving me a possibility to ask. Danke, dass du mir die Möglichkeit gibst, zu fragen. Yeah, you have mentioned that you are embodying the energies, divine energies. Can you please speak a little slower that I can translate you? So, du hast mir gesagt, dass du die Energie hereinbringst in den Körper. Does this help to heal you? Because you mentioned you were very ill before. Also das hat dir sehr geholfen, hier zu sein? Zu heilen, die Symptome, die sie hatte. And to heal the symptoms that you had. And the symptoms did disappear. Und die Symptome sind wirklich verschwunden. But that was no longer my goal. Aber das war nicht mehr mein Ziel. So it's for each of us to come to a place where we are no longer attached to any outcome. So, wir müssen an den Punkt kommen, ganz ehrlich, dass wir an den Punkt kommen, wo wir nicht mehr an den Ergebnissen anhaften. I was no longer trying to improve the body. Es war für mich nicht mehr wichtig, den Körper zu verbessern. I no longer, to this day, try to change anything. Ich habe nicht mehr versucht, irgendetwas noch zu verändern. Everything is perfectly arising in consciousness. Alles scheint perfekt in dem Bewusstsein, in dem Gewahrsein hochzukommen. The Course in Miracles says there's no accidents. Der Kurs in Wundern sagt, es gibt keine Zufälle. So when a thought arises, I am there aware of it. Wenn ein Gedanke hochkommt, bin ich dessen bewusst. And there's just a celebration and a welcoming. Und da gibt es nur eine Feier und ein Willkommen für den Gedanken. Thank you. Thank you. Thank you. Course in Miracles and Jesus says, I and the Father are one. Jesus sagt im Kurs, oder Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. This is just a religious way of saying what I'm expressing. Das ist nur ein religiöser Weg, um das zu sagen, was ich jetzt ausdrücke. You and awareness are one. Du und das Gewahrsein sind eins. So there's no more spiritual seeking. Okay, da gibt es keine spirituelle Suche mehr.
The thing you are looking for is what you are. Das Ding, wonach du suchst, ist, was du bereits bist. We're all trying so hard with our spiritual practices. Wir versuchen alle so hart mit unseren spirituellen Praktiken. We're trying to get somewhere. Wir versuchen irgendwo hinzukommen. We're trying to wake up. Wir versuchen aufzuwachen. We're trying to forgive everyone and everything. Wir versuchen jeden und allem zu vergeben. Right in that very place, you're whole and perfect. Aber genau in diesem Platz bist du ganz und vollkommen. And A Course in Miracles says that enlightenment is not a change at all, it's just a recognition. Und der Kurs im Wundern sagt, eine Erleuchtung ist keine Veränderung, sondern nur ein Wiedererkennen. So we're simply recognizing our true nature. So, wir wiedererkennen nur unsere wahre Natur. So I see we're at the end of our time. So, ich sehe, dass wir am Ende unserer Zeit angelangt sind. And I thank you with all my heart for this festival. It's exactly what's needed right now in the world. Und ich danke auch allem für die Organisation dieses Festivals, weil es genau das, was wir in dem Moment brauchen. Danke, Lisa. Danke fürs Teilen. Thank you, Lisa, for sharing. Thank you, son. I hope to see all of you during the festival. Ich hoffe, euch alle zu sehen. Ich hoffe, dass ich euch alles am Festival sehen kann. I love what Manuela just said. Is our teacher's name is Dear One. Und ich möchte sagen, was der Name unseres Lehrers ist, der Geliebte oder der eine. Ja. And Manuela wrote, Dear One says, give them heaven. What does he say? Give them heaven. Oh, gib ihnen den Himmel, ja. Oh, it's Albert. Albert. Gib ihnen den Himmel. And I have a friend who's going to a funeral today. Und ich habe einen Freund, der heute auf ein Begräbnis geht. And I remember what Dear One used to say about a funeral. Und ich erinnere mich, was der alte Mann, also Dear One, der Master Teacher von einem Kurs im Wundern, gesagt hat. Do you remember? Kannst du dich erinnern? It's a funeral. He says, I love a good funeral. I love the funeral. What was it? It's all a celebration. Es ist immer eine Feier. Ich liebe gute Beerdigungen. So. Oh my God, look who's here. Oh my God, so nice to see you. Where's Devavan, by the way? He's working in the cheese factory. Is he here? Serving burgers. I want to see that guy. Cheese factory restaurant. Oh my greetings, God, my dear. Woo! I saw you doing a light session, Devavan, on the first night. Yes, I will. Yes. I'll be there for sure. Okay, wonderful. werde dort sein. Wonderful. God, so nice. Thank you. Keep on going, my dear. I have to still finish up here. Er muss noch alles fertig machen. Er ist noch fleißig. Thank you. I love you guys. Danke, ihr Lieben. Ich liebe euch. There will be more of that at the festival. Thank you, Lisa. Danke, Lisa. Well, we see you very soon and thank you for sharing the light and the love. Wir sehen dich bald, Lisa, und wir freuen uns schon sehr auf dich. Thank you so much. Mwah. Okay, habt eine wundervolle Nacht an alle. Habt einen wunderschönen Abend. Have a good night. Und wir sehen uns morgen um 9:30 Uhr. And tomorrow beim Warm-up. We see us again in the warm-up at 9:30 in the morning. Okay. Good night, everyone. God bless us. Good night. Gute Nacht an alle. Gott segne uns. Danke fürs Übersetzen, Hubert. Ciao. Thank you. Thank you. Thank you.